Wie heißt es so schön? Not macht erfinderisch. Nachdem ich mit Zestit die erste Schicht Buntstift eines Hundeporträts verblendet hatte, war mir übel, ich war benommen und bekam Kopfschmerzen. Und das, obwohl ich im Freien gearbeitet habe. Zestit ist halt doch ein Farbverdünner, der reizt. Ein Kohlenwasserstofflösungsmittel. Deshalb habe ich 8 Lösungsmittel ausgetüftelt, die ohne giftige Inhaltsstoffe funktionieren. Die einzigen Ausnahmen sind die Varianten mit Spiritus. Ein Inhaltsstoff von Zestit ist ein Extrakt aus Orangenschalen, also habe ich für die ersten 3 Tests erstmal Orangenschale abgerieben, im Mörser verrieben und in Gläser gefüllt. Jedes Glas enthält die Schale einer Orange. Bei 2 Gläsern wurde Wodka zugefügt, bei einem Glas Spiritus, zugeschraubt und über Nacht stehen gelassen. Der Orangenschalenabrieb sollte gut mit der jeweiligen Flüssigkeit bedeckt sein. Orangenschale enthält ätherische Öle, die in Alkohol, Spiritus oder einem anderen Öl löslich sind. Den Schalenabrieb mit Filtertüten herausfiltern, zurück bleibt eine körnchenfreie Flüssigkeit. Natürlich haben Alkohol und Spiritus die Farbe aus der Orangenschale gelöst. Die Lösung mit Spiritus ist hier die farbintensivste. Test 1. Lösungsmittel direkt auf dem Papier. Zuerst ging es mir darum zu sehen, wie sich der jeweilige Verdünner auf dem Papier verhält. Wie schnell trocknet er, blutet er aus, wie stark blutet er aus, färben die gelben Lösungsmittel das Papier? Der Test läuft jetzt in Echtzeit, damit du genau sehen kannst, wie schnell das jeweilige Lösungsmittel trocknet, ausblutet, färbt und so weiter. In den kleinen Kreisen habe ich übertrieben viel Lösungsmittel aufgetragen, damit die jeweiligen Effekte gut sichtbar werden. Das Papier ist Hahnemühle Nostalgie, die Kreise wurden mit dem Tintenstrahldrucker ausgedruckt. Hier blutet also Tinte aus. Die Tinte soll helfen, sichtbar zu machen, wie weit der jeweilige Verdünner ausblutet. Bei Variante 3 war etwas Saft von der Orange mit reingeraten, weshalb die Flüssigkeit trüb wurde. Hier wurden 3 bis 5 Tropfen Lavendelöl zugegeben, also ganz wenig. Du kannst auch gerne jedes andere ätherische Öl dafür nehmen, was du halt gerne riechst. Das ist dann Aromatherapie beim Malen. Mein Fazit zu Test 1. Die Varianten mit Spiritus neigen stärker zum Ausbluten als die Varianten mit Alkohol. Die Spiritus-Varianten ziehen schneller ein. Bei Zestit hat mich sehr überrascht, dass es selbst auf diesem glatten Papier sehr stark ausblutet, aber die Tinte trotzdem nicht anlöst. Es ist wichtig zu wissen, wie stark ein Lösungsmittel ausblutet, um unerwünschte Effekte zu vermeiden. Wie stark ein Lösungsmittel ausblutet, hängt sehr vom Papier ab. Deshalb immer den Verdünner auf einem Probepapier austesten. Nochmal, das ist mir super wichtig. Ich möchte dir das wirklich ans Herz legen, grundsätzlich Neues erstmal auf einem Probepapier zu testen. Natürlich dieselbe Sorte Papier, auf der du dann malen wirst. So bekommst du ein Gefühl dafür, wie nass oder trocken dein Pinsel sein muss, um die besten Ergebnisse zu bekommen und außerdem unschöne oder ungewollte Ausblühungen und Ränder zu vermeiden. Babyöl blutet am stärksten aus und hinterlässt einen Rand, der auch nach dem Trocknen noch sichtbar bleibt. Ich hoffe, man kann es erkennen. Überrascht hat hier, dass die Ausblutung von Zestit nach dem Trocknen komplett verschwunden ist.
Allgemeines zu Lösungsmitteln für Buntstifte. Buntstifte sind auf Öl- oder Wachsbasis hergestellt und lassen sich deshalb mit Öl anlösen. Deshalb funktionieren Lösungsmittel, welche in der Ölmalerei verwendet werden, auch mit Buntstiften. Oder allgemeiner gesagt, jeder Stoff, der in der Lage ist, Öl anzulösen, löst auch Buntstifte an. Dieses Wissen gibt dir jede Menge Spielraum, eigene Lösungsmittel zu entwickeln. Wie wäre es zum Beispiel mal mit einem Experiment mit Spüli? Wenn du andere Ideen hast, schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich, über deine Erfahrungen zu lesen. Lösungsmittel, die in der Ölmalerei verwendet werden, enthalten meistens Terpene, auch wenn sie nicht riechen. Die sogenannten Odorless-Lösungsmittel sind giftig. Geruchsneutral oder odorless heißt nicht, dass diese Mittel ungiftig und völlig unbedenklich sind. Für meine Versuche wurden die Kreise mit 3 bis 4 blauen Farbschichten ausgefüllt. Blau deshalb, weil ich sehen wollte, ob meine Kreise durch die Gelbfärbung des Lösungsmittels grünlich werden und nach dem Trocknen grünlich bleiben. Und blau, weil Blau zum Granulieren neigt und ich sehen wollte, wie gleichmäßig der Buntstift auf dem Papier sich trotzdem verblenden lässt. Normalerweise verblende ich Buntstifte mit dem Pinsel. Das war mir hier aber zu ungenau. Deshalb entschied ich, Wattestäbchen zu verwenden. Schließlich saugt jedes Wattestäbchen dieselbe Menge an Flüssigkeit auf. Es ging um möglichst gleiche Bedingungen für jedes Testfeld. Mit meinen Do-it-yourself-Lösungsmitteln wollte ich kostengünstige Alternativen zu Zestit und Co. entwickeln, die jeder leicht selbst herstellen kann und die im besten Fall nicht nur super funktionieren, sondern auch noch völlig ungiftig sind. Deshalb hatte ich natürlich erstmal die Orangenschale im Kopf. Orangenschalen enthalten ätherische Öle. Wer also kein Orangenöl kaufen möchte, kann wie vorhin gezeigt selbst welches herstellen. Und hier mein Extra-Tipp zur Herstellung ätherischer Öle. Orangenöl, aber auch andere ätherische Öle kannst du super einfach selbst herstellen. Orangenschalen nicht wegwerfen, sondern sammeln und trocknen lassen. Im Mörser zerreiben, in ein verschließbares Gefäß füllen und wie vorhin beschrieben mit Wodka oder neutralem Speiseöl auffüllen. Mindestens über Nacht stehen lassen, je länger desto besser. Wenn du unbehandelte Bio-Orangen und einen teuren Alkohol wie Rum oder Obstbrände genommen hast, kannst du mit deinem so gewonnenen Extrakt auch prima Essen oder Backwerk aromatisieren. Du glaubst gar nicht, wie gut und wie intensiv das riecht und schmeckt. Für die Herstellung eines Buntstiftlösungsmittels reicht natürlich billiger Alkohol, also höherprozentiger Rum oder ähnliches funktioniert natürlich genauso, was du gerade zu Hause hast. Übrigens, auch Spiritus ist Alkohol. Der einzige Unterschied ist, dass der Alkohol vergärt wird, das heißt für den Genuss oder die Herstellung von Spirituosen unbrauchbar gemacht wird. Noch ein ganz wichtiger Hinweis zum Papier. Je nachdem, welches Papier du verwendest, können deine Ergebnisse anders ausfallen. Bei Papieren wie Clairefontaines Pastelmatt oder anderen Papieren mit sandiger Oberfläche bluten Flüssigkeiten stärker aus als beispielsweise auf glatten Aquarellpapieren. Es macht einen großen Unterschied, wenn du auf einem heiß gepressten glatten Papier verblendest. Je nach Papierhersteller oder Marke unterscheiden sich die Ergebnisse bei glattem Papier ebenfalls. Du kannst also nicht davon ausgehen, dass sich dein Buntstift oder Lösungsmittel auf Hahnemühle Nostalgie genauso verhält wie auf Fabriano heiß gepresstem Papier und so weiter.
Jetzt aber das Fazit zu meinen Versuchen. Mit allen Do-it-yourself-Lösungsmitteln ließen sich die ausgemalten Buntstiftkreise verblenden. Die Varianten mit Spiritus lieferten die glattesten und gleichmäßigsten Ergebnisse. Überraschend war, dass die Variante mit Zestit grisseliger war als die Varianten 2, 5 und 6 mit Spiritus. Die Zestit-Variante ist vergleichbar mit der Variante 1 und der Variante 3. Bei Variante 8 mit Babyöl war das Ergebnis ebenfalls nach dem Trocknen grisselig. Zudem blutete das Babyöl stark aus und hinterließ einen unschönen Rand, der auch nach dem Trocknen sichtbar blieb. Von der Verwendung reinen Babyöls würde ich deshalb abraten. Zudem war es ein ziemliches Geschmiere. Vielleicht verhält es sich anders, wenn das Babyöl nicht pur verwendet wird, also nur ein paar Tröpfchen in Wodka gelöst oder so. Und vielleicht sind hier Babytücher eine gute Alternative, weil die nicht so stark mit Öl getränkt sind wie die Wattestäbchen. Verglichen mit den ätherischen Ölen braucht Babyöl länger, bis es vom Papier eingesaugt und oder getrocknet ist. Ätherische Öle hingegen sind flüchtig und trocknen daher schneller, ziehen schneller ein als andere Öle. Und im Gegensatz zur hier gezeigten Babyöl-Variante bluten sie beim Verblenden von Buntstiften nicht aus. Bei den Varianten 1, 2 und 3 wirkte sich zunächst die gelbe Farbe des Lösungsmittels aus. Zunächst war besonders in der Mitte der Kreise ein Grünschimmer sichtbar. Das aus den Orangenschalen herausgelöste Pigment ist nicht lichtecht, was bedeutet, dass der Grünschimmer nach ein paar Tagen weniger wird bzw. ganz verschwindet. Direkt aufs Papier aufgetragen, bluteten alle Do-it-yourself-Solvents mehr oder weniger stark aus. Überraschenderweise lösten hier Zestit und Babyöl die Tinte der kleinen Kreise nicht an, obwohl beide stark ausgeblutet waren. Bei den ausgemalten Kreisen verhinderte der Buntstift Ausblutungen, lediglich bei der Variante 8 mit Babyöl kam es zu Ausblutungen. Und hier noch einmal alle Varianten im Vorher-Nachher-Vergleich. Abschließend habe ich in alle Kreise mit Buntstiften hineingestrichelt. Alle Flächen fühlten sich beim Stricheln gleich an, auch die Variante 8 mit Babyöl, bei der ich erwartet hätte, dass der Buntstift mehr über die Oberfläche glitscht. Die Stricheleien ließen sich ebenfalls bei allen Varianten gut verblenden, obwohl ich hier mit dem Buntstift fester aufgedrückt hatte. Und das erwartet dich demnächst auf diesem Kanal, ein Do-it-yourself-Video zur Herstellung von Puderblender für Buntstifte. Wenn du also meinen Kanal abonnierst und die Glocke neben dem Abo-Button drückst, wirst du informiert, sobald ich ein neues Video hochlade. Über ein Däumchen hoch von dir freue ich mich natürlich auch. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis demnächst.